Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute bin ich nicht alleine hier. Heute haben wir ein ganz besonderes Video am Start, denn heute ist der Ignil bei mir zu Hause. Ja, hallöchen. Hallo Lothar. Ich begrüße dich in meinen 4 Wänden hier. Ja, und den einen oder anderen wird der Ignil bestimmt ein Begriff sein, denn er ist öfter mal zu sehen in der Hall of Fame, in der internationalen Hall of Fame. War auch öfter schon auf Platz 1 gewesen. Also ich habe hier jemanden bei mir neben mir sitzen, der schon öfter mal der beste Spieler der Welt quasi war. Ist jetzt momentan nach Striders Liste, die ihr ja vielleicht kennt, ja immer so unter den Top 10, 11, 12 der besten Spieler weltweit. Und ihr fragt euch vielleicht, wie kommt der gute Kollege jetzt hier zu mir? Das ist eigentlich eine ganz lustige Angelegenheit gewesen. Und zwar ist das mehr so, bist du so ein bisschen zufällig auf mich aufmerksam geworden oder auf meine Location, sag ich mal. Ich hatte ja mal vor einer kurzen Zeit so einen Lost Place Livestream gemacht. Und da ist er dann auf mich aufmerksam geworden. Da kannte er dann so ein bisschen die Umgebung. Dann bist du auf mein Instagram oder so aufmerksam geworden. Und da hast du dann festgestellt, dass ich da Bilder hochgeladen habe, wo du auch schon mal gewesen bist. Ja. Quasi direkt um die Ecke. Ja, und im Prinzip, ja, es ist eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Die Welt ist klein. Ist einer der besten Spieler von Shakes and Fidget weltweit, der schon jahrelang am Start ist. Und halt auch du mich vorher kanntest, ich dich vorher kannte. Einfach nur 2, 3 Straßen weiter von mir weg wohnt. So. Also WTF, was ist das für ein Zufall? Die Welt ist klein. Ja, und dann hast du mich mal netterweise zum Essen eingeladen. Ne? Vielen lieben Dank dafür, das war sehr, sehr gut gewesen. Freut mich, wenn ich dir einen Gefallen tun konnte. Und heute sehen wir uns hier das zweite Mal tatsächlich. Heute habe ich ihn eingeladen, damit wir hier ein Video für euch quasi aufnehmen können, in dem du heute Stufe 600 erreichen wirst. Bist du aufgeregt? Ja, doch. Also ich muss sagen, ich bin ja nicht so der YouTuber an sich. Man hat schon öfter mal, Kontakt zu mir gesucht, ob ich nicht vielleicht auch mal irgendwie Videos machen würde. Und ich habe mich da mit dem Gedanken bisher immer sehr schwer getan, aber ich dachte, Mensch, wenn man jetzt hier um die Ecke schon wohnt und 600 ist ja ein Meilenstein, dann kann man das auch gerne mal ein Video machen. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin sehr geehrt, dass du heute hier bei mir bist, damit du bei mir hier quasi Stufe 600 erreichen kannst oder wirst. Ne? Das ist natürlich auch eine Ehre für mich, dass ich das hier so live sehen kann und dass ihr das dann gleich so im Video so festgehalten wird. Das ist natürlich auch sehr nice und das ist natürlich ein sehr heftiger Meilenstein. Wie viele Spieler, hast du so einen groben Überblick, wie viele Spieler momentan so 600 geworden sind bisher so? Also es sind meiner Meinung nach keine 10 Spieler. Ich weiß es nicht genau wie viele, ich denke es sind so 6 oder 7 haben jetzt die 600. Also ein bisschen mehr als eine Handvoll Spieler sind jetzt momentan 600. Und ich finde das so heftig, dass einer der höchsten Spieler ein paar Straßen weiter wohnt und jetzt neben mir sitzt. Das ist unglaublich krass. So, also richtig heftiger Zufall. Und ja, das muss natürlich gleich ausgeschlachtet werden. Da müssen wir gleich hier ein Video zu machen. Ja, und wir werden auf jeden Fall heute die Stufe 600 erreichen. Ja, finde ich ziemlich interessant. Wir haben hier also quasi ich hatte es ja öfter schon mal gemacht, vielleicht kennt ihr die Videos, im Char von Viper, im Char von Matze, von Zeif. So, ja, du hast es hingekriegt. Ja, sehr gut. Nice, ja. Und das waren natürlich auch Videos, die bei euch sehr gut angekommen sind und deswegen, sind wir heute hier im Char von Ignil, 599 und wir haben die Ehre, Stufe 600 zu erreichen und halt on top ist Ignil halt nicht nur im Game hier, sondern auch in Real Life. Also es ist unglaublich. Also es ist richtig, richtig krass, ja. Und zu deiner Spielweise so ein bisschen. Also du bist hier mit hohem Abstand auf Platz 1. Hier ist auch dein Nachbar, kennen auch schon einige, so, also auch sehr bekannt. Grüße an deinen Nachbar. In der SF-Szene und also von der Ehre her bist du hier schon gut vertreten. Aber du hast ja ein paar Pläne so, ne? Das Ding ist, du bist ja vom Level her einer, sagen wir mal, der Top 10 höchsten Spieler weltweit. Ja. So, trotzdem, weil du so ein hohes Level hast, das heißt, du bist sehr lange oder gehst immer noch auf Erfahrung so, ne? Oder dazu kannst du ja gleich was sagen. Bist du so hoch im Level, trotzdem bist du aber mal mehr, mal weniger in der Top 10 internationalen Ehrenhalle, wo ja auch die Skillpunkte hauptsächlich wichtig sind und nicht die Erfahrung und das Level. So, jetzt ist es an dir so, ne? Weil du hattest mir mal gesagt, du hast jetzt eine schwierige Entscheidung.
vor dir. Du könntest in der internationalen Ehrenhalle auch gut Plätze gut machen so und aufsteigen. So, aber du hast halt irgendwie noch so einen anderen Plan, ne? Ja, also, wenn ihr mal guckt, genau wie viele Dungeons ich habe, da seht ihr, ich habe noch ein bisschen Luft. Da habe ich noch einiges nicht gemacht. Das heißt, ich wäre, wenn ich jetzt nicht irgendwen vergessen sollte, mindestens Top 3 weltweit vom Level her, wenn ich alle Dungeons machen würde. Auch Dr. Dam, das ist der Level höchste aktuell, ich weiß nicht, ob er jetzt schon 613 müsste sein, vielleicht sogar 14 schon. Ja. Das ist trotzdem noch ein heftiger Abstand, sage ich mal. Jetzt halt die Frage für mich, mache ich mit Gold weiter oder mache ich mit Erfahrung weiter oder gehe ich auf einen Mix? Ich habe da auch schon mit deinem Nachbar so ein kleines Experiment gestartet und da habe ich pro Woche, ich glaube, das waren so 30 Millionen XP gut gemacht auf ihn, indem ich so hybridmäßig, sag ich mal, gelevelt habe, aber ich habe locker 300 Stat-Punkte auf ihn schlecht gemacht sozusagen, die hat er aufgeholt und 300 pro Woche, das ist einfach nur heftig. Also wenn man mal überlegt, wie viel man dann verliert über 2 Jahre hinweg, da hätte ich vielleicht die Chance, der levelhöchste Spieler zu sein, aber von den Stat-Punkten her, da werde ich dann weltweit sehr weit an Abstand verlieren, also von oben. Ja. Krass. Also du bist gerade in der Zwickmühle, also er könnte halt, wenn er auf Gold geht, er könnte halt gut in der internationalen Ehrenhalle Plätze gut machen, aber für ihn ist es halt noch, er ist noch in der Reichweite oder er ist auf der Jagd nach dem höchsten Charakter weltweit so, ne? Das kann man so sagen. Und ich meine, wenn man innerhalb der Top 10 ist, der höchsten Spieler in Shakes and Fidget, dann ist das Ziel ja mehr oder weniger zum Greifen nah, so, ne? Deswegen eigentlich, und eigentlich sollte man ja auf dem Level schon längst auf Gold spielen, weil rentabel ist das Ganze nicht mehr auf XP zu spielen, weil ja, du bekommst so wenig, ich weiß nicht, ob wir hier mal, hast du noch ein bisschen Alu? Ich habe voll Alu. Voll Alu. Ja. Ja, da können wir ja mal sehen, was du hier an Erfahrung, jetzt haben wir jetzt leider, sag ich mal, XP-Event, dass man das nicht so gut nimmt. Ich möchte hier auch gar keine Quests annehmen, das musst du mir sagen, welche du hier immer annimmst und welche nicht, weil ich möchte hier gar nichts irgendwie... Da kann man nicht viel kaputt machen. Meinst du nicht? Also ich würde jetzt die annehmen, würdest du die annehmen? Ja. Ja? Mittlerweile schon. Mittlerweile schon. Also beim XP-Event sowieso. Und da ist es schon wieder spannend, wenn man mal guckt, das ist knapp 1 Million Unterschied. Da ist noch eine 5er gewesen, 1 Million XP Unterschied. Jetzt ist halt die Frage, ist mir diese Millionen XP 16,5 Millionen Gold wert? Das ist die Frage. Das ist die Entscheidung, die man da mal treffen muss. Und wenn man das mal runterrechnet, oder beziehungsweise hochrechnet, rechnet das mal auf ein Level ab hoch. Also 1,5 Milliarden, 1 Million. Und dann mal Gold. Hast du einen Taschenrechner da, dann hast du ungefähr die Summe, wie viel Gold man verlieren würde pro einem Level. Und das ist die Frage, macht man es oder macht man es nicht? Das ist ziemlich spannend. Also für euch jetzt da draußen, wenn ihr jetzt mal eines Tages so dieses Level erreichen solltet, Stufe 600, was ja wirklich utopisch hoch ist, so, und dafür mein Respekt, dass du überhaupt so lange durchhältst und das Spiel spielst hier. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange dabei, ne? Ja. Und über 10 Jahre jetzt, ne? Und es ist natürlich, es steht außer Frage, dass ihr, wenn ihr mal eines Tages dieses Level erreichen solltet, dass ihr weiterhin auf Erfahrung geht. Es ist halt für ihn nur halt interessant, weil er halt in der Range ist, der höchste Spieler der Welt zu sein. So, Dr. Dam geht ja wahrscheinlich auch immer noch auf Erfahrung, so, ne? Weil er halt momentan Spitzenführer ist, was so das höchste Level angeht, ne? Ja. Wie gesagt, statpunkt-technisch ist das Ganze nicht mehr worth. Aber ich finde es auch interessant, weil das, was du mir letztes Mal erzählt hast, dass es im Prinzip eine Frage des Geldes ist, wie hoch man in der internationalen Hall of Fame ist, aber eine Frage der Ausdauer und der Questauswahl und was noch? Ja, eigentlich dieser... Nicht nur das. Und Dungeon aufsparen. Und Dungeon aufsparen, so. Nicht zu vernachlässigen. Dass das eine Sache ist, die kann man nicht mit Geld bezahlen, weil man kann sich, also so Gold ist eine Einkommensquelle in Shakes and Fidget, die man immer wieder unendlich oft
sich kaufen kann. Die kann man, was weiß ich, durch alles Mögliche, du kannst überall quasi Gold kaufen, sei es in den Leggy-Dungeons, genau. Sei es mit dem Drachengreif, sei es, was weiß ich, irgendwelche Items kaufen, keine Ahnung, irgendwas so, ne? Und alles Mögliche, wo man halt an Gold rankommt. So, du kannst halt Edelsteine skippen, die auch einen Skillpunkt bringen, so, ne? Also das sind Sachen, man kann immer wieder Gold generieren, wenn man halt die Pilze hat, aber Erfahrung ist halt eine Sache in Shakes and Fidget, die kann man nicht mit Geld bezahlen. Really? Es gibt keine Möglichkeit, Erfahrung zu kaufen, so, und deswegen finde ich es interessant, dass du halt lieber diese Variante vielleicht, also ich weiß nicht, wie du dich dann nachher entscheidest, ob du dann doch lieber auf Gold gehst oder doch Hybrid spielst oder doch voll auf Erfahrung, finde ich es interessant, diese Ressourcenquelle zu nehmen, weil die halt, weil man dafür halt wirklich lange spielen muss und nicht unendlich viel Geld in das Spiel reinsteckt, so, ne? Finde ich ziemlich interessant. Ja, so, aber jetzt quatschen wir gar nicht lange rum. Bist du bereit, Stufe 600 zu erreichen? Auf geht's! Ja, diese Ehre möchte ich aber dir zukommen lassen. Ich möchte, dass du hier die Maus nimmst, ja, und du selbst bitte Stufe 600 erreichst, weil das ist natürlich eine Sache, die musst du machen, da bin ich fein raus, ja, weil das steht mir nicht zu. So, also ich überreiche dir hiermit das Mauspad und die Maus, ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut hier vom Mikro her. Ja, ich werde dann aber mit der Maus durchklicken und nicht mit Tastatur. Ich glaube, das wird zu kompliziert hier. So. Ja, es ist ziemlich provisorisch alles hier, ja, aber ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. So. Gut, also nochmal, ich werde trotzdem nochmal nebenbei ein bisschen kommentieren, weil ganz ist es natürlich nicht wahr, was ich gesagt habe. Ne? Ihr seht ja hier die beiden Quests im Vergleich. Hier ist 1 Million XP mehr. Wenn man überlegt, ich rechne es meistens so auf 10 Alu um. Das Höchste, was ich so aktuell kriegen kann, ist um die 1,4 Millionen ohne Event. Kann ich bei 10 Minuten kriegen. Das heißt, runtergerechnet kriege ich so maximal so 350.000 Erfahrungspunkte. Das heißt mal 700.000, dann wären es hier nur noch 300.000 Erfahrungen Unterschied. Ich hätte dann aber, wenn ich wieder eine 2-Minuten-Quest machen würde, wieder mehr Gold. Dann wäre ich so bei, also meistens ist es so, wenn ich eine 350.000 XP-Quest habe, die bringen meistens so 6 bis 7 Millionen Gold. Manchmal auch 8. Schwankt manchmal sehr, sehr drastisch. Und dann hätte ich gar nicht so viel Verlust, aber hätte halt fast wieder einen ganzen Stat-Punkt mehr. Ja. Also insofern, es macht halt wirklich keinen Sinn, auf XP zu gehen. Deshalb werde ich auch jetzt hier in dieser Quest nicht auf XP gehen. Also um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Deshalb werde ich hier auch auf Gold gehen. Hast du denn den Plan über den Haufen geworfen, der höchste Spieler weltweit mal eines Tages zu werden? Oder ist es halt doch noch irgendwo eine Frage, das könnte man vielleicht doch noch erreichen? Oder hoffst du vielleicht, dass irgendjemand anders inaktiv wird oder so? Oder? Also ich hoffe auf keinen Fall, dass jemand inaktiv wird. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil man kennt sich schon Ewigkeiten und jeder Topspieler, der aufhört, ist ein Verlust für die Community. Ja, das stimmt. Das ist einfach so. Also war auch sehr tragisch, als Bad News Run aufgehört hat und damit gleich 3 Top-Accounts. Ja, das hat mich auch mehr getroffen, als ich dachte tatsächlich, weil er war jemand, mit dem ich mich gerne, sag ich mal, so ein bisschen gemessen hatte. Und dann war er halt weg. Das war irgendwie im Dezember und... War ja auch das Maß aller Dinge so, ne? Ja, da habe ich halt wirklich ein paar Tage überlegt, höre ich nicht vielleicht auch auf. Ist jetzt vielleicht nicht ein guter Zeitpunkt. Aber ich habe mich dann tatsächlich nochmal wieder zusammengerissen und gedacht, nee, mach mal weiter. Ich habe ja jetzt eine Chance, auch weiter nach oben zu kommen. Auch wenn das jetzt durch den Verlust von ihm ist, ist schade. Also, wenn man in der internationalen Ehrenhalle mal guckt, komm ruhig wieder zurück. Du bist immer noch voll oben dabei, wenn er das Video hier sehen sollte. Also komm zurück ins Spiel wieder. Ja, momentan ist leider die internationale Ehrenhalle ein bisschen verbuggt hier in Shakes and Fidget. Man kann es gar nicht sehen. Ja, Ticket wurde schon geschrieben von Leander, hatte ich schon gesehen gehabt, aber ja, damit sind halt 3 Top-Accounts schon rausgebrochen und wodurch du natürlich 3 Plätze hochgestiegen bist. Aber es ist trotzdem schade so, ne? Weil Konkurrenz belebt so ein bisschen das Ganze, ne? Macht natürlich auch Spaß, so, wenn man alleinstehend auf dem Server ist. Wenn man so Strider anguckt, der dominiert ja den ganzen Server, der hat ja gar keine Konkurrenz, ne? Der muss sich halt die internationale Hall of Fame suchen als Konkurrenz, weil sein Server halt schon dementsprechend untermauert wurde von ihm so, ne? Ja, deswegen. Und dann hat er halt immer noch Konkurrenz wie den guten Matze. Auch schöne Grüße an Matze. Dann siehst du mich auch mal. Ich kenne ihn noch aus anderen Spielen, die ich jetzt hier nicht erwähne. Aber da haben wir auch schon ein bisschen zusammengezockt. Ich habe, glaube ich, ein paar Nachrichten von ihm hier noch. Er hat auch auf dem Server einen Account. Da hat er mir auch letztens wieder ein bisschen geschrieben. Also auch
Grüße an dich. Mhm. Ja, und eigentlich habe ich noch gar keine Entscheidung so richtig getroffen. Also ich werde jetzt erstmal vermehrt auf Gold gehen, aber auf Dauer, weil ich denke nicht, egal wie ich spielen werde, dass ich, wenn Dr. Darm weitermacht, jemals an ihm vorbeikommen werde. Ja. Glaube ich nicht. Ich müsste darauf hoffen, dass er aufhört und ich will nicht hoffen, dass irgendjemand, der das Spiel spielt, aufhört, der halt ganz oben vom Level steht. Mhm. Das will ich nicht, das ist nicht so meine Natur. Und daher gehe ich von aus, ich werde vielleicht immer noch so manchmal Entscheidungen treffen, die dann nicht ganz original auf Gold sind, auch ein bisschen mehr XP, Ja. irgendwie rote Quests oder sowas, aber ich denke, dass ich mich mehr auf Gold fokussieren werde insgesamt. Du hast ja auch, wenn man auf die Ehrenhalle mal bei dir schaut, du hast ja auch jemanden, der AWF, ne? Das Ja. ist ja jemand zum Beispiel, Ja. der ist vom Level her natürlich deutlich unter dir, aber jemand, der halt darauf aus ist, der Erste auf dem Server zu sein, weil er halt ein Goldspieler ist so. Und allen Anschein nach sieht es halt auch so aus, dass er dich über eine lange Distanz halt auch überholen könnte, was so den Rang angeht auf deinem Server, ne? Weil er halt eben ein Goldspieler ist, so, ne? Aber er ist halt deutlich, deutlich unter dir. Ne? Und man muss halt auch sagen, das macht er sehr, sehr clever, weil er massiv auf Stärke geht. Er hat halt bloß ein Problem und das Problem heißt dein Nachbar. Dann macht er nämlich dasselbe. Das heißt, es könnte sein, wenn ich jetzt nicht auf Gold spielen werde, weiter, dass wir 3 einen sehr interessanten Kampf auf Dauer haben werden. Er hat halt nur den Nachteil, er ist auch, wie man so sieht, so ein bisschen der Einzelkämpfer von den Gegnern her. Ja. Der Rest ist halt einfach mal aus derselben Gilde. Ja. Und das war auch schon damals, vor Jahren, so ein Gedanke, da sind dann dein Nachbar und ich rübergewechselt in die Gilde. Das ist 2013 war es, glaube ich. Und dann haben wir auch überlegt, machen wir das jetzt, wird ja irgendwie langweilig. Es sind alle guten Leute irgendwie in der Gilde. Wir haben es dann doch gemacht, ne? Weil es gab im Endeffekt kaum eine Alternative. Es ist alles ein bisschen zusammengebrochen gewesen. Und ja, ich meine, ich bereue es auch nicht. Ich bin ganz gerne in der Gilde. Manchmal gibt es so Momente, wo ich mir denke, okay, muss das so sein? Letztens wieder einen Angriff nicht gemacht oder so. Aber letztendlich, wir haben so lange zusammengehalten und auch da möchte ich auch nochmal erwähnen, ich möchte nicht angeben oder so, aber auch mit der Gilde haben wir Rang 2 immerhin in der internationalen Ehrenhalle auch schon mal geholt. Siehst du? Eins ist unmöglich. Also wenn ihr mal guckt, auch in den internationalen Ehrenhallen Gildenkämpfen, was für einen Abstand die S1-Server haben, also S1.de zum Rest der Welt im Endeffekt, das ist einfach unmöglich, da irgendwie ranzukommen. Daher kann man sagen, Rang 2 der internationalen Gilden-Ehrenhalle ist das Maß aller Dinge. Ja, okay. Das kann man einfach, auch von der Spielerschaft her. Ich glaube, selbst wenn die komplette Top 50 hier in einer Gilde wäre, würden wir nicht in S1.de Gilden. Krass. Dass das so lange, oder so ein heftiger Unterschied ist. Ja. Mal eine andere Frage. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie willst du Stufe 600 erreichen? Na, ich werde erstmal gucken, wie weit ich mit der Alu komme und mit der... Ja, dann mach mal erstmal. Und dann habe ich noch was, falls es nicht reicht. Ich befürchte nämlich, dass es nicht reichen wird. Das glaube ich auch nicht. Ja. Auch hier alleine sieht man mit dem Goldmaximum, macht halt einfach keinen Sinn, so eine Quest anzunehmen. Mittlerweile kommen mehr Spieler in diesen Bereich, sag ich mal, wo man das ganz, ganz deutlich auch erkennt. Und ich sehe auch so das Gold Cap pro Quest, finde ich, ist auch so eine Grenze, die ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Reagiert wurde damals mit der Erhöhung von 10 Millionen auf 16,5 Millionen, beziehungsweise, glaube ich, war es erst auf 15 Millionen. Da hat man überlegt, wir haben ja noch so einen kleinen Boost, den nehmen wir auch noch mit, diese 10% von der Rune, also sind wir auf 16,5 gegangen. Ja. Ist meiner Meinung nach viel zu niedrig. Also, wenn man allein schon sieht, diese Quest 16,5 Millionen. Ja. 2 Minuten. Und das ist Erfahrungsevent. Also. Ich muss aber dazu sagen, dass bei dir auf deinem Level die Quests nicht großartig anders aussehen als bei mir. Irgendwie. Was mich wiederum stutzig machen lässt, weil also na klar, irgendwo hat man schon einen Unterschied da so, ne? Aber im Prinzip leveln wir halt gefühlt fast gleich. Schnell irgendwie. Würde ich gerne gleich nochmal vergleichen, wenn ich die 600 dann gemacht habe, weil ich glaube, du kriegst noch deutlich mehr. Aber, weil es täuscht also ja jetzt auch. Kann jetzt täuschen durch das XP-Event, ja. Also, wie ich ja sage, Baseline ist 10 Minuten 1,4 Millionen XP. Das ist meine Außerhalb vom Erfahrungsevent. Ja, okay, naja, das ist schon ein bisschen weniger als ich noch habe, ja. Wir hatten letztes Mal auch die Goldgrube zum Beispiel verglichen. Da bekommst du wiederum deutlich mehr Stat-Punkte. Ich weiß nicht, wir können ja gleich nochmal reinschauen. Ich hatte jetzt meinen Server nur geschlossen gehabt. Ja. Ich glaube, das sind pro Stunde
fast 3 Millionen Gold mehr oder so. Ich weiß es jetzt nicht Können wir mal nebenbei kurz mal gucken. Mhm. Das sind 8,6. Hast du deinen Char noch auf? Jo, mach ich mal kurz auf. Das ist relativ interessant mal zum Vergleichen so. Also, wir haben ja auch ungefähr die gleiche Goldgrube, ne? Also, Ja, ich glaube, wir haben so ziemlich die gleiche Stufe. wir schauen mal. Ich habe hier 73 und bekomme 6 Millionen pro Stunde, ja, mit 73 und du hast 73 und bekommst 8,6 pro Stunde. Schon ein Unterschied auf jeden Fall, der sich auf lange Sicht gesehen auch bemerkbar macht, denke ich mal. Ne? Aber das ist natürlich normal, dass umso höher man ist, umso mehr Gold bekommt. Aber muss mal gucken, wie viel bekommst du hier? Bekommst du 109, gut, ist jetzt auch natürlich, muss man mit das Erfahrungsevent mit dazu rechnen, aber das ist ja bei mir ebenso der Fall und ich bekomme hier jetzt 145, ja, 146 fast. Ja. Ja, wird immer schwieriger. Ja. Deshalb kann ich auch nur appellieren an Playa, setzt irgendwo einen Cut bei 620 als Minimum, weil die Kurve die geht ja immer weiter hinab. Irgendwann kriegt man gar keine XP mehr. Dann levelt man nur noch durch den Kalender. Das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Was ist das denn? Das Schande. Da hat sich jemand noch nicht nackig gemacht. Nein, das ist das Achievement der Schande. Das habe ich tatsächlich. Ja, aber jetzt kommen langsam die warmen Sommertage. Jetzt kann man sich mal so ein bisschen ausziehen, ne? Auch mal. Vielleicht. So, ne? Wenn ich mal wieder auf Platz 1 in der internationalen Erde, dann mache ich mich mal nackig. Den Spaß mache ich mir. Welches Achievement ich gerade suche ist... Warte mal, ach nee, wir haben gar kein Achievement für 600, ne? Ach stimmt, ja, ach du Scheiße. Ich habe gerade ein 600er Achievement, aber haben wir gar nicht. Haben wir nicht. Playa, da kann man vielleicht nochmal, hallo, Grüße gehen raus, da kann man vielleicht nochmal das Achievement-Buch ein bisschen erweitern. Ja, jetzt kamen ja gerade neue Achievements raus, so, ne? Ja. Das ist natürlich für dich auch gar kein Problem. Da hätte man auch ruhig die 100.000 Basisattribute. Wie sieht es eigentlich aus bei dir? Na, die hast du auch noch nicht, aber du skillst halt 50-50, ne? Genau. Ja, das ist halt auch nochmal interessant zu sehen. Ja. Ja, aktuell ein bisschen experimentell mit der Waffe, mit der etwas höheren Spanne. Einfach mal ein Test, wie schneide ich damit ab. Aber im Geburtstags-Dungeon, da wird eine neue Waffe geholt. Ja. Wieder ein bisschen konstanter. Was ich auch interessant fand, du hast ja relativ, also dadurch, dass du ja so lange am Start bist, ne, hast du auch über die Zeit gesehen, weil du ja auch im Forum und sowas auch, glaube ich, aktiv bist und lange Zeit aktiv warst und so, ne? Du hast schon ein bisschen Einfluss in das Spiel gehabt, ne? Ja, doch. Ne? Also wir haben hier zum Beispiel, neben mir ist hier mehr oder weniger auch der Gründer vom Märchenturm, ne? Hast du mir mal erzählt, ja. Ne? Ja, das ist eine lustige Geschichte. Und das ist nicht gelogen. Du kannst ja ein bisschen Alu nebenbei klicken, ne? Und dann kannst du mal ein bisschen erzählen. Das fand ich nämlich auch ziemlich interessant. Und das war nur einer der vielen Dinge. Du hast bei vielen Sachen so mitgewirkt. Ne? Das fand ich ziemlich interessant, dass man da auch so einen Einfluss überhaupt haben kann in das Spiel. So. Also ich meine, so als gesamte Community, wenn man so viel entscheidet, so, oder wenn viele Leute vieles entscheiden und da viele für stimmen, ist natürlich klar, dass die Community Manager da auf die Leute hören, aber dass halt auch so von Einzelpersonen, sag ich mal, wie dir zum Beispiel, so eine Vorschläge angenommen werden. Aber das liegt halt auch damit zusammen, denke ich mal, dass du halt auch schon mehr oder weniger ein Urgestein bist, halt auch so in der Szene, ne? Ja, wann war das, als der Märchenturm kam? Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war. Das ist ja schon Ewigkeiten her und ich erzähle mal so ein bisschen nebenbei. Und da habe ich halt auch überlegt, weil ich habe, bevor ich Shakes & Fidget gespielt habe, ich eher ein ruhigeres Browser-Game gesucht. Ich bin immer schon so ein Action-RPG-Spieler gewesen, also in die Richtung Diablo oder Path of Exile oder sowas. Also Path of Exile bin ich nicht mehr aktiv, aber war ich auch bis letztes Jahr. Da habe ich auch sehr weit oben mitgespielt, aber ich wollte halt auch was Ruhigeres spielen und da habe ich mir ein Browser-Game gesucht und da habe ich ein paar andere Spiele gespielt und die haben mir alle nicht so hundertprozentig zugesagt, weil da auch sehr, sehr komische Spielstile teilweise gefragt sind oder hundertprozentige Anwesenheit 24/7, so dass jeder, der ein normales Leben hat, der kann sich das nicht leisten. Und dann bin ich halt zu Shakes & Fidget auch ein bisschen durch Werbung gekommen. Damals war es ja auch noch ein bisschen omnipräsenter, das Spiel. Da dachte ich mir, teste es einfach mal. Und dann habe ich das auf dem Ingame-Server zuerst getestet, weil ich glaube, auf der Seite habe ich tatsächlich auch immer die Werbung gesehen. Da dachte ich, teste es mal aus. Und da habe ich festgestellt, schon ein bisschen alter Server. Ja. Da werde ich nicht so viel reißen. Ja. Start es mal auf dem neuesten, den es gibt. Und das war zu seiner Zeit damals der S11-Server. Also der hier. Ja. Und der war da auch schon knapp einen Monat alt. Aber
so frech wie ich bin, habe erstmal ein bisschen gezockt, dann habe ich mich direkt in einer der, sag ich mal, besseren Gilden da auch beworben. Top 6 oder so war sie da, glaube ich, und wurde auch direkt zu meiner Überraschung genommen. Weil ich nicht wahrscheinlich so ein Kiddie geschrieben habe, sondern auch schon ein bisschen mit Plan dahinter. Ja, und dann ist im Endeffekt meine Reise damals da schon losgegangen. Und dann über das Forum, das war damals noch, ich glaube heutzutage ist es gar kein so großes Medium mehr. Ne? Nee, mehr ist Discord jetzt im Vordergrund, so ja, tatsächlich. Und dann habe ich gedacht, Mensch, da sind ja auch schon so ein paar Vorschläge auch teilweise angenommen worden. Da dachte ich mir, hey, in einem dieser Browser-Games, die ich gezockt habe, da gibt es so ein cooles Feature, so ein Dungeon mit Begleitern. Und auch richtig rundenbasiert, und das fand ich irgendwie cool. Das war dann noch ein bisschen ausgefeilter als das System, was wir hier haben. Da gab es auch so Heilerklassen, also so ein Quatsch. Kann man diskutieren, ob man sowas haben muss oder nicht. Aber dachte ich mir, hey, das wäre doch auch das Richtige hier für dieses Spiel, so ein bisschen mit Begleitern. Ja. Und dann war das Besondere auch in diesem Dungeon, den man da spielen konnte. Das waren eher so ein bisschen Levelgebiete. Da konnte man aber so, ich sag mal, besondere Items bekommen. Und das fand ich halt auch sehr, sehr spannend, dann, sag ich mal, Items zu kriegen, wo die Wahrscheinlichkeit 0,10 Nullen und eine 1 ist. Und es gab halt da auch Spieler, die hatten dann mal so einen Jackpot-Drop. Ja, sowas wie bei World of Warcraft und sowas. Ja, genau. Wenn nach bestimmten Raids irgendwelche Items dann droppen und sowas dann, ne? Und ich fand das halt super spannend, so dieses System, weil wenn man, ich meine, es ist ja nur anders gekommen mit dem Level, dass man so langsam dann irgendwann levelt, aber es hätte sich halt irgendwann ausgeglichen, wenn wir jetzt, sag ich mal, nicht nur ein legendäres Item droppen würde im Dungeon, sondern irgendwie ein mythisches Item oder sowas mit nochmal 200 Stats mehr. Ja, dann würden diesen Spieler wahrscheinlich alle beglückwünschen, aber wäre halt vom Balancing her nicht gut. So, ne? Eben. Ja. Hier noch übrigens eine interessante Entscheidung. Ne? Gehst du so immer deine Quest durch, so irgendwie so, mit so, jetzt könnte man vielleicht die, oder muss ich nochmal ausrechnen vielleicht, so als Topspieler muss man manchmal, echt, ja, heftig. Ja. Also ich bin da eher so zack, mit Tastatur, bam, durch, durch, so meistens. Nee, also ich merke, ich habe jetzt auch Angst, nebenbei Fehler zu machen, weil ich so ein bisschen am Quatschen bin, Multitasking und so. Krass. Aber also du musst auch nicht deine komplette Alu machen, weil ich sehe gerade, wir sind fast bei einer halben Stunde schon bei. Wir haben irgendwie fast noch gar nichts geschafft, außer zu quatschen irgendwie. Und du bist immer noch die 600. So, ich klick mal schneller durch. Ja. Hier nehme ich zum Beispiel jetzt mal eine Erfahrungsquest. Okay. Liegt daran, dass es für mich zu viel XP war, die da verloren gegangen ist. Und eine Million Gold, das Item, eine Chance, ein Item zu kriegen, habe ich jetzt so auch gehabt. Und nochmal kurz zurück auf den Märchenturm. Also du hattest das System von woanders übernommen, so mit den Begleitern und so. Und dann hattest du einen Vorschlag aber im Forum gemacht, oder wie war das? Damals tatsächlich nicht. Da habe ich einfach Player angeschrieben. Ach so. Weil ich dachte, Mensch, das ist so ein Forum. Ist das die richtige Plattform dafür? Und dann habe ich da einfach hingeschrieben und hatte damals noch Holle, mit dem ich dann auch sehr guten Kontakt dann später auch und die Jahre drauf hatte. Der hat mir dann geschrieben, hey, also so eine gute Idee, ich hau die jetzt einfach mal ins Forum rein. Und dann hat er das irgendwie als Spielervorschlag, Expedition habe ich es glaube ich damals genannt, hat er das gepostet und es wurde dann auch ein paar Jahre später umgesetzt. Ich finde es halt so ein bisschen lustig, auch gerade, dass es ein Märchenturm geworden ist, weil im Endeffekt, wer weiß, wo der Name herkommt, also vom Charakter, der weiß, es kommt ja von Fairy Tale und Fairy Tale heißt übersetzt Märchen. Ah, okay, alles klar. Ja. Ich weiß nicht, ob das intendiert war vom Player, aber wenn ja, habt ihr gut gemacht. Ja, krass. Und so ist dann der Märchenturm und auch die Begleiter entstanden. Der Märchenturm an sich, ich glaube, der ist bei vielen schon lange passé, aber die Begleiter sind immer aktuell. Ja, und das ist, ja, stimmt. Und die sind halt auch noch sehr, sehr wichtig halt für den späteren Spielverlauf, so wenn man nachher in der Schattenwelt dann präsent sein möchte und dort halt die Dungeons dann klatschen möchte. Also im Prinzip Märchenturm, Vorreiter nachher dann auch später für die Schattenwelt Dungeons denn. Ne? Also die darf man auch nie ganz aus dem Auge verlieren, obwohl sie nachher mehr oder weniger, sag ich mal, nicht mehr so wichtig sind. Also ich bin auch gerade momentan dabei halt meine Begleiter zu entrüsten, weil es mir halt auch wichtiger ist, meinen Main-Char halt selbst hochzubekommen, weil ich halt erstmal den Sinn nicht mehr so richtig sehe. 300 Millionen Erfahrung ist jetzt auch nicht die Welt für Leute, die 1,5 Milliarden Erfahrung brauchen. Und im Prinzip, ja, ob du die nun hast oder nicht, früher oder später wirst du die so oder so klatschen. Da brauchst du auch nicht Unmengen viel an Ressourcen, an Geld rein investieren in die Begleiter, nur um dann eine Etage irgendwie weiter zu sein. Ja. Und
ja, du brauchst sowieso, wenn deine Begleiter top aktuell sind, mit dem allerbesten, mit Leggy-Stein, mit legendären Ausrüstungsgegenständen, mit den passenden Runen zu den Gegnern, selbst dann ist es aktuell nicht möglich, irgendwie den allerbesten Dungeon-Gegner zu besiegen. Also was bringt es mir, dass meine Begleiter so mittelmäßig viel da rein zu investieren, dann transferiere ich das lieber auf meinen Main um. Die Erkenntnis habe ich jetzt so für mich so in der letzten Zeit gemacht, um dann halt dort ein bisschen mehr Progress in der Ehrenhalle zu haben. So. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Wert legst du so auf die Begleiter? Auch eher gar wenig nicht. So, weil du hebst ja auch die Dungeons auf, so, ne? Das ist ja auch sehr interessante Taktik. Die hatten wir ja auch öfter mal schon besprochen, als ich mal das Video mit Bad News Run gemacht hatte. Ne? Da hatte er mir ja dann auch so ein bisschen, oder ich hatte ja ein Interview mit ihm gemacht. Ich habe ihm ein paar Fragen gestellt, er hat mir ein paar Antworten gegeben. Und das, also wie gesagt, für die Leute, die vielleicht neu hier sind auf dem Kanal, wir haben schon sehr viele interessante Videos gemacht. Man muss sich die nur so ein bisschen rauspicken, so die Diamanten, sag ich mal, weil zwischen 750 Shakes and Fidget Videos, da kann das ein oder andere auch schon mal untergehen, denn ne? Mit sehr vielen Top-Spielern, wie gesagt, mit Viper, mit Scythe, jetzt mit dir hier, mit Ignil, mit Bad News Ron, wie gesagt, haben wir sehr viele Tipps und Tricks. Mit Strider habe ich schon Interviews geführt, als er die Mine 100 geskippt hatte und so weiter. Also eigentlich sind alle Top-Spieler auch hier auf dem Kanal irgendwo mal so ein bisschen vertreten, wenn die halt dann so ein bisschen auf mich zukommen, weil ich komme halt nicht, also spiele ja auf den meisten Servern, spiele ich ja nicht, wo die Leute spielen, aber viele kommen dann halt auch auf mich zu und das ist dann entstehen halt immer sehr viele coole Kooperationen und da am Ende des Tages kommen dann halt sehr interessante Videos raus, die dann für euch dann halt auch einen guten Wert halt haben und die sehr ansehnlich, sehr anschaulich sind. Und ja, heute auch, wie gesagt, ist es halt sehr cool, halt so eine Person halt direkt hier neben einen sitzen zu haben, der halt schon so hoch im Level ist, Stufe 600 jetzt live hier gleich im Video erreichen wird, hoffentlich. Ja. Und da auch mal vielleicht so ein bisschen über die Jahre gesehen, so ein bisschen Insider-Informationen zu haben. Und ich feiere es einfach, dass halt jetzt, wie gesagt, halt auch einfach so ein Top-Spieler jetzt gerade neben mir sitzt, man sich mit vielen Leuten in der SF-Community connectet und hin und wieder mal schreibt, ja, und dann halt auch mal irgendwie herausfindet, dass der Kollege dann 1, 2 Straßen einfach weiter wohnt, ne, dann bietet sich natürlich auch so ein Video an, dass man den dann auch direkt oder dich dann an der Stelle direkt hier einlädt für sowas denn und vielen lieben Dank, dass du das nochmal mit mir hier durchgehst hier, die ganze Sache. Und gleich ist es soweit. Ja. Wir kürzen das gleich auch ein bisschen ab. Ich will nur auf eine gewisse XP-Zahl hinaus. Ein klein bisschen noch. Sicher. Du gehst jetzt danach, wie viel Erfahrung du nachher durch die Zeitmaschine bekommst? Ja, ich will möglichst wenig Klicks in der Zeitmaschine investieren. Ach so, okay. Also ich will da jetzt nicht alles, was ich da drin habe, komplett auf Null spielen. Ich sammle das immer so ein bisschen gerne. Mhm. Und wenn es voll ist, dann... Oh, die Milliarde ist auch was zusammen. Das kann man noch schneller. Ja, also ich denke mal, von Ignil werden wir noch einiges hören in der Zeit, weil du bist ja auch ein Spieler, der jetzt nicht gleich so aufgeben wird. Ne? Du hattest mir auch mal erzählt, du willst der erste Spieler werden, der Stufe 1000 erreicht. Ja, ja in 10 Jahren, oder? Nee, 10 Jahre ist viel zu wenig. Das ja, wahrscheinlich eher so 15, 16 Jahre. Da geht es wahrscheinlich eher in die Richtung hin. Also ich bin mal gespannt, wo das Ganze noch so hinführen wird. Ne? Ey, und was noch alles kommen wird, wie sich das ganze System noch ändern wird. Es kann ja sein, dass sie es von einem auf den anderen Tag wieder über den Haufen schmeißen und so und dann irgendwie irgendein neues Element reinbringen. Aber ich hoffe aufs Klassenbalancing. Ich bin gespannt. Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe bloß, das Einzige, was die niemals machen werden, die können am Gold meinetwegen so viel rumschrauben, wie sie wollen, so, ne? Sobald das alles gebalanced ist. Ich hoffe bloß nicht, dass die eines Tages irgendwelche Sachen ins Spiel rein implementieren, wo man sich irgendwie Erfahrung kaufen kann. Ja. Das würde das ganze Spiel kaputt machen. So, wenn es eines Tages mal so weit kommen sollte, dann muss ich auch überlegen, ob ich das noch unterstützen möchte. So. Nee, das ist zu viel. Das wäre, glaube ich, auch mein... Also da dürfen sie auf keinen Fall rangehen. So, du bist ready, oder was? Ja, dann erster Klick. Ich bin auch hyped, Alter. Also noch sind es keine 600, aber dann... Meinst du? Nee, das wird noch nicht reichen. Oh Gott.
Du siehst? Ja, noch keine 600. Sogar noch ein klein bisschen weniger. 16 Millionen bekommst du durch 250. Alter, das ist ja absolut wenig. Wie viel fehlen dir noch? Geh mal auf. Eigentlich müsste es noch sein. Sonst mache ich noch ein paar Quests. Machen wir lieber noch mal einen Quest. Also, du machst das aber auch spannend, ey. Verdammt, das ist so eine Low-Quest. Krass, Alter. Selbst, das ist nicht mal mein Account, aber einfach neben einen zu sitzen, jetzt der hier gleich Stufe 600 erreicht, das ist schon... Uff. Dann würde ich sagen, mit dem Klick müsste es soweit sein. Und? Nein, immer noch nicht anscheinend, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube noch nicht, ne? Ich glaube auch noch nicht. Normalerweise waren es die letzten Tage immer so 18 Millionen. Ja, es schwankt ja auch immer noch ein bisschen, ne? Boah, Alter. Jetzt hat... Oh, doch, es hat gereicht. Jetzt Hat's gereicht? Ja, guck da oben, guck. Oh, Du bist Stufe 600. Wenn du jetzt auf OK drückst, musst du jetzt... Jo, da ist es. Da ist es, die 600. Herzlichen Glückwunsch. Jo. Ich darf dir als erstes gratulieren. Danke dir. Zur Stufe 600. Meine Wie fühlt es sich an? Wenn man mal guckt, ich habe ja... Lass das Fenster noch offen, lass es noch offen. Oh Gott, Entschuldigung. Ja, Mensch, du musst das ein bisschen genießen, ein bisschen appreciate, ein bisschen wertschätzen. Wenn du es wegklickst, dann kommt es nie wieder. Ich sag mal so, ja, wir können mal einen Screenshot machen. Machen wir auf jeden Fall. Ist ja jetzt im Video festgehalten auch. Es ist schwierig, man levelt halt einfach mal immer so stupide weiter. Und manchmal kriege ich gar nicht mit, wenn ich überhaupt ein Level-Up habe. Aber so 600... Ja, das ist schon was Alter, anderes. wie das so aussieht, wie das hier schon blinkt, ja, die 600. Du wirst jetzt bestimmt noch ein paar Gratulationen. Darf ich den Gildenchat aufmachen? Jo. Ja. Kam der erste. Ich hätte zwar ein bisschen mehr... Naja gut, du bist jetzt gerade mal 30 Sekunden oder so Stufe 600. Aber so ein kleines denke GZ mal, dafür. da wird noch mehr kommen und ich denke mal, da könnt ihr auch gerne in den Kommentaren mal den Iknil ein GZ schreiben, ja, oder sogar ein bisschen mehr, weil Stufe 600 ist natürlich schon eine ordentliche Hausnummer, ne? Und das ist natürlich, ja, auch noch bitteschön wertschätzen, dass der gute Kollege hier seine Zeit für uns in Anspruch genommen hat. Da könnt ihr sehr gerne mal ein Dankeschön schreiben und wie gesagt Glückwünsche in die Kommentare reinpacken. Ja, das ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass wir hier sowas live im Video festhalten. So, ne? Ja, 600. Jetzt 600 heißt, ja, 100 Level bis zu 700. Ne? Du hast gleich das nächste Ziel vor Augen. Ja. Ja. So. Das ist halt wirklich so, wenn man so lange spielt. Ja. Man guckt gleich, wie es weitergeht. Und vor allen Dingen jetzt einer wirklich der ersten so, ne? Also schade, dass jetzt die internationale Ehrenhalle nicht geht, aber gut, danach geht es halt auch nicht ganz immer so, ne? Aber ich glaube, dein Nachbar hat auch irgendwie eine Liste nach den höchsten XP-Spielern. Irgendwie hat er auch so eine Liste mal gemacht. Das wäre interessant noch, wenn du wirst wahrscheinlich das Video auch sehen, denke ich mal, gehe mal stark von aus, da nochmal irgendwie mir das zukommen lässt oder Ignil oder so, wer jetzt alles schon Stufe 600 ist, um vielleicht mal genau festzuhalten, wer wird das kommentieren, ich bin sicher. Ja, der wievielte Platz. Also wie gesagt, eine Handvoll, vielleicht so Top 10 könnte gut sein, ne? Aber das ist auf jeden Fall schon ziemlich cool zu sehen, so. Ja. Krass. Es ist erstmal geschafft, jetzt geht's weiter zu 700. Ja, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück, viel Erfolg und auch vor allen Dingen auch noch viel Spaß weiterhin bei dem Spiel, weil ist ja auch nicht selbstverständlich, weil es ja immer eigentlich das Gleiche, ne? Ja, so, ne? Ja, nur dass es halt immer länger dauert und dann ja, genau. Dass es immer weniger Spaß macht von Tag zu Tag. Ja. So. Aber es sind so gesehen nur noch 400 Level, du hast mehr als die Hälfte erreicht bis zur 1000. Naja, wenn man sieht, wie die XP-Kurve runtergeht. Wirst du wahrscheinlich noch einen längeren Weg haben als bis zur 600, ja. Genau. Aber der Kalender liegt da auch ein bisschen. Ja. Gut, aber ich denke mal, wir sind lange genug am Start. Wir sind hier fast 40 Minuten. Ja, ich habe noch so viel zu erzählen. Du hast sehr viel kann ich ja nochmal irgendwie in einem deiner Videos dabei sein. Hat sehr Spaß gerne gemacht auf jeden Fall. Also, wenn du möchtest, du bist gerne herzlich willkommen, auch mal in einem Livestream oder so. Dann können dir die Leute auch direkt live Fragen stellen oder so, wenn du da Bock drauf hast. Und muss ich mal sagen, hast dich dafür, dass du halt so eigentlich nichts am Hut hast, so mit YouTube und so, hast du dich, muss ich sagen, wirklich sehr souverän geschlagen. Ja, sehr gut erzählt und bin ich stolz auf dich auf jeden Fall. Oh. Vielen lieben Dank, dass du hier am Start warst. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr hier bis hierhin geguckt habt und live mit uns die Stufe 600 erreicht habt. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank. Der Gast hat natürlich das letzte Wort. Ich verabschiede mich, haut rein und bis zum nächsten Mal. Also Grüße an alle da draußen. Ich kenne so viele mittlerweile auch schon, die hier die Videos wahrscheinlich auch mitgucken. War ein Riesenspaß hier mit euch
im Video-Level 600 zu werden. Und lasst gerne auch einen Kommentar da, wenn ihr Fragen habt an mich oder so. Vielleicht können wir wirklich mal einen Livestream machen, ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns vielleicht auch mal irgendwann im Video wieder. Sehr gerne, auf jeden Fall. Wie gesagt, du bist ja auch in den Kommentaren unter dem Video, ne? Also falls ihr Fragen habt, könnt ihr ihn auch direkt in den Kommentaren schreiben und dann wirst du das, denke ich mal, auch beantworten, denke ich mal. Und ja, dann sind wir raus. Tschüssi, haut rein.